Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, bin hier auf den Spur 1 Tagen in Mellrichstadt beim Frank Meule aus Steinheim an der Murr, und er hat Spur 1 als reines Hobby und zeigt hier nichts zum Verkaufen, sondern einfach mal was als Workshop, wie man es macht. Schönes Ladegut. Das ist jetzt hier irgendwie gebündeltes Altpapier, habe ich den Eindruck, so schaut es zumindest aus. Wie kommt man auf die Idee, sowas als Ladegut zu machen? Ja, ich habe, wie gesagt, zufälligerweise mal über ein Internetfoto gestoßen, das bei einer österreichischen Papierfabrik einen beladenen Rundwagen zeigt mit Altpapier, was relativ ungewöhnlich ist, kommt relativ selten vor, dass man das auch auf Roggenwagen verladet. Und ich habe entsprechend versucht, das einfach mal umzusetzen. Wie kann man es am besten da in Ladegut reinbringen? Und ja. Da nimmt man dann Papierschnipsel. Und die Papierschnipsel wird man nicht komplett bündeln, sondern da kommt natürlich was unten drunter. Also ich sehe hier schon Styropor, Styrodur oder irgend sowas. Kleingeschnittenes, also Basismaterial ist der Styrodurklotz, der einfach entsprechend geschnitten wurde, auf die Maße, die man ungefähr von den Ballen braucht, der dann entsprechend mit verdünntem Weißleim eingestrichen wird von allen Seiten. Eine kann frei bleiben und die entsprechend beim Stapeln nachher nicht mehr sichtbar ist. Schön dickfleckig aufstreichen, sodass überall was dran ist. Ja. Dann nächster Schritt, einfach hier eindrücken. Ja, es saugt sich schon relativ viel an. Ja. Kann auch noch entsprechend andrücken. Und dann lässt man es wahrscheinlich eintrocknen und danach der nächste Arbeitsgang eine halbe Stunde später. Ja, das überschüssige Material mal abschütteln, ja, trocknen lassen, eine halbe Stunde später kann man entsprechend weiterarbeiten. Man hat das Ergebnis hier. Das ist dann eigentlich so ein fertiger, der dann getrocknet ist und dann zur weiteren Verarbeitung entsprechend dann schon genommen werden kann. Der nächste Schritt ist dann die Niederbindung der einzelnen Pakete. Also das habe ich dann mit 1 mm starkem Abdeckband aus dem Automobilbedarf hergestellt. Also es sollte auch jeder Ball, wie es beim Vorbild ist, einzeln niedergebunden werden, einfach um die Stabilität beim Verladen dann zu gewährleisten. Dann kam das mehr oder weniger der entscheidende Schritt, das Auftrapieren oder das Aufstapeln der Ballen. Ja, einfach nicht zu gleichförmig, sondern einfach versetzt, einfach dass es relativ schnell aufgeladen wurde, dass man sieht, dass man entsprechend da nicht so Wert auf gewisse Stapelung gelegt hat. Da hat man hier ein versetzter Ballen drin, da vorne nur 2 drauf, ein kleinerer, ja, so als oberste Schicht nochmal drüber. Dann kam noch dazu die Niederbindung des gesamten Ladeguts, ja, das dann unten dann auf der Polystyrolplatte entsprechend verklebt wurde. Die Polystyrolplatte ist eigentlich halt dazu, um dem Ladegut entsprechenden Halt zu geben und auch entsprechend vom Wagen abnehmen zu können oder wieder draufsetzen können. Und das Ganze macht man dann irgendwann nach dem harten Arbeitstag, sich zu entspannen, einfach mal irgendwie Musik auflegen. Genau, also ab in den Bastelraum, Lautsprecher und dann kann man mal 2 Stunden sich entsprechend da voranarbeiten. Hat man den ersten Arbeitsschritt und dann kann man am nächsten Tag wieder weitermachen oder 2 Tage später wieder weitermachen, wie man will. Ja. Man sieht, man kann hier dann doch mit ganz einfachen Mitteln interessantes Ladegut machen. Das kommt auf den Rungenwagen drauf, die typischen Rungenwagen, die es von verschiedenen Herstellern gibt. Und dann hat man hier die eine Möglichkeit mit dem Ladegut. Dann gibt es hier noch ein zweites Ladegut, das wir hier auch zeigen. Das sind jetzt hier einfach irgendwelche Teile, die dann mit einer Plane verzurrt oder Plane verpackt werden. Motoren, Maschinen oder sonstiges kann ich mir hier durchaus vorstellen. Und die werden auch relativ einfach gemacht. Ja, also die Basis ist immer ein Styrodor-Block oder Restmaterial von Bastelarbeit, die man entsprechend dann aufeinanderklebt, zu entsprechenden Formen zusammenbringen kann. Hier habe ich jetzt speziell mal ein angenommene Motorblöcke drunter versteckt sozusagen. Diese Ladegüter, könnten Maschinenteile sein, könnten Fahrzeuge sein
nässeempfindliches Ladegut. Also es muss nicht immer konkret das Ladegut auch sichtbar sein, sondern kann ein bisschen noch Fantasie offen bleiben. Wichtig ist halt für mich immer, dass ich so gewisse Unförmigkeit reinbringe, um auch mal Kanten zu haben, abfallende Planen und so. Ja, man kann es halt im späteren Gestalt entsprechend dann auch gut und diese Plane, welches Material ist das? Stoff oder was ist die Plane? Das Material ist eigentlich sind Taschentücher. Ganz normale so Kleenex-Tücher? Ja, so ganz normale Taschentücher, als keine Tempo-Taschentücher oder entsprechende, wo man in Päche bekommt, sondern ist halt dann erhältlich im normalen Supermarkt, genau, die halt keine Perforierung hat, oder Einprägungen, sondern eher dann relativ großflächig glatt ist und der man dann entsprechend dann auch gut verarbeiten kann. Ja. Also das billigste Uni, ohne Schmuck, ohne Struktur, ohne Luxus, genau. Ganz einfach, damit es auch schön dünn ist und dann, wie wird der nächste Arbeitsschritt gemacht? Der nächste Arbeitsschritt ist dann das Überlegen auf die Plane, auf das Styrodurstück. Und dann. Das ist jetzt der erste Arbeitsgabe, eine Schicht ist da schon drauf? Eine Schicht schon drauf, ja. Also jetzt nur zur Demonstration, die Schicht kann auch dann entsprechend draufbleiben dann. Ja, es wird dann eingepinselt hier. Es ist Weißleim, ein bisschen mit Farbe drin, dass man schon mal eine Lackierung hat. Ja. Also gut flüssig das Ganze. Aber nicht zu flüssig, es sollte aber noch gestalterisch möglich sein, auch noch Falten zu machen. Also wenn es zu flüssig ist, saugt sich das relativ schnell voll und es lässt sich nicht mehr ganz so gut verarbeiten. Ja. So arbeitet man sich halt entsprechend vor, bis die Plane mal endlich anliegt. Ja, es dauert immer eine gewisse Zeit, bis sich mal alles vollgesogen hat, um das dann auch entsprechend plan abzulegen mit dem Pinsel. Ja. Was man schon machen kann, ist in dem Arbeitsschritt schon ein bisschen die Plane festlegen, Überstände, was man hat, zusammengefaltet. Ja, das wird auch nicht immer so ordentlich verpacktes Ladegut. Also man arbeitet sich entsprechend vor. Ja. Ein bisschen Geduld muss man mitbringen natürlich und dann also das könnte jetzt eine Imitation von einer zweiten Plane sein, die man halt entsprechend drüber gelegt hat oder angesetzt hat an die andere Hälfte. Also normal würde eine reichen, wenn man machen will, aber jetzt zum Zeigen. Aber es ist ein relativ langes Ladegut, die könnte auch der Möglichkeit sein, dass man zwei Planen gebraucht hat, ja, um auch entsprechend das alles abdecken zu können. Genau. Also man kann hier noch die Falten reinbringen, schon im ersten Arbeitsgang. Es gibt immer noch Stellen, die man entsprechend bearbeiten muss, um einfach das Plane anlegen zu gewährleisten. Okay, erster Arbeitsschritt. Das lässt man dann gut eintrocknen. Ja. Und danach eventuell noch irgendwo, wo es locker ist, noch am besten über Nacht trocknen lassen, dass einfach das alles gut durch ist, um eine gute Arbeitsbasis zu haben. Genau. Der nächste Arbeitsschritt, wie geht es dann weiter? Genau, hier wurde es schon entsprechend nach dem Trocknen lackiert und schon mal erste Farbnuancen gesetzt. Vor allem sieht man es hier ganz gut, ja, mit Dry Brush, also das heißt mit der Graniertechnik entsprechend über die Kanten zu ziehen. Ja. Hier kann man ein bisschen nacharbeiten, einfach so die Kanten betonen, die Falten betonen. Ja. Hier nochmal rüber. Ja, die Plane ist vielleicht auch ein bisschen ausgeblichen an manchen Stellen, kann man auch noch ein bisschen nachziehen. Ich sage jetzt gleich mal, das ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern das hat was mit der Heimatstadt von Frank Meule zu tun. Das hier jetzt genau.
Die Heimatverbundenheit mit einem der großen Konzerne einfach genau, die schwäbische Ehre muss gerettet werden, sozusagen, genau. Okay, also man kann nach Gutdünken hier das sich gestalten, mehr mal weniger, also das ist, da kann man dann auch mal spielen ein bisschen damit, ja. Da kann man mit unterschiedlichen Farben noch Nuancen natürlich, klar, man kann auch mit hellgrün reingehen, einfach irgendwie Stellen, die dann abgeschossen sind von UV-Einstrahlung und so weiter, genau. Und dann der letzte Arbeitsgang, kommt dann noch irgendwie Klarlack oder was macht man da am Schluss? Der nächste Arbeitsgang ist dann das Niederbinden mit entsprechendem, ich würde jetzt in dem Fall hier einfach 1,5 mm breites Klebeband nehmen, das ich dann entsprechend über die Planspanne, vielleicht 2 Stück, denke ich mal, und dann und entsprechend verklebe. Und wenn das matt gemacht ist, kommt dann ganz zum Schluss das Mattlackieren. Ja. Da wird das Klebeband matt und dann ist die Gesamtheit dann entsprechend dann gewährleistet, dass es auch gleichmäßig aussieht dann, ja. Also ein matter, farbloser Lack dann als Abschlusslack. Ja, genau. Gut, auch das, schönes Ladegut, einfach gemacht, sieht auf der Anlage, auf den Fahrzeugen oder vielleicht irgendwo mal neben dem Bahnhof, neben dem Güterbahnhof auch mal ganz gut und interessant aus. Natürlich. Oder auf dem Werksgelände. Und man kann schöne Sachen machen, ohne groß irgendwo Geld auszugeben dafür. Ein bisschen Zeit braucht man und ein bisschen Spaß und Laune und wahrscheinlich ein bisschen Übung und Erfahrung. Und so kann man sich das Hobby auch irgendwie bei solchen Sachen auch ein bisschen was sparen und kann hier dann tatsächlich schöne Fortschritte machen. Gut, bedanke ich mich beim Frank Meule für diesen kleinen Workshop, für diese Ladegüter und habe mich gefreut, dass wir das hier zeigen durften. Und ich verabschiede mich hier von den Zuschauern und wünsche einen schönen Tag.